Hey, grüß dich. In diesem Video lernen wir gemeinsam das Dashboard von Pharmolo kennen und richten kinderleicht deinen ersten KI-Assistenten ein. Nachdem du dich erfolgreich angemeldet hast, landest du schon auf der Hauptseite von Pharmolo. Dann sollte das Ganze genauso wie bei mir aussehen und das hier wird in Zukunft deine Zentrale sein. Ja? Auf dem ersten Knopf siehst du auch schon das Dashboard. Hier findest du alle aktuellen Zahlen zu deinen Anrufen und Chatverläufen, sowie hier unten die nächsten Schritte. Da weißt du auch ganz genau Bescheid, was du als nächstes zu tun hast. Auf dem nächsten Knopf findest du direkt schon den Anrufsverlauf und dort kannst du all deine Anrufe einsehen, die dann quasi über deine Telefon-KI getätigt werden. Der Chatverlauf ist genau dasselbe wie bei den Anrufen, halt nur für die Chatting-Funktionen wie Webchat und WhatsApp. Also überspringen wir das mal und auf dem Knopf Blacklist kannst du dann zum Beispiel Nummern blockieren, wie von nervigen Werbeanrufen, und der Reiter SMS-Verlauf ist genau dasselbe wie der Anrufsverlauf und der Chatverlauf, nur halt für SMS-Nachrichten. Und jetzt scrollen wir ein bisschen runter zu dem wichtigsten Teil für dich am Anfang und da haben wir einmal die Automatisierung und den Assistenten. Zu dem Rest kommen wir später noch. Am Anfang kann es einen sehr erschlagen, weil es sehr viel ist, aber keine Sorge, ihr werdet alles davon benötigen und werdet am Ende froh sein, dass es da ist. Und wenn wir noch ein bisschen runter scrollen, dann sehen wir hier schon WhatsApp-Senders. Dort könnt ihr WhatsApp verbinden, damit eure Assistentin über WhatsApp chatten kann. Und wenn wir bei WhatsApp ein bisschen runter scrollen, kommen wir schon zum wichtigsten Reiter und das ist der Reiter Telefonnummern. Da ist es einfach am besten, wenn ihr das schon vor der ersten Erstellung eures Assistenten erledigt habt, denn ihr könnt euren Assistenten nur mit einer funktionierenden Telefonnummer speichern und es wäre dann einfach ärgerlich, wenn ihr da schon alles aufgebaut habt und dann fehlt euch da die Telefonnummer. Ihr könnt dann unter dem Reiter neue Telefonnummer eure erste eigene Nummer kaufen. Das geht hier ganz einfach. Oder wenn es euch wichtig ist, dass ihr eine Telefonnummer aus eurer Region bekommt, dann drückt ihr hier oben rechts einmal auf Custom Number Region, dann müsst ihr da ein kleines Formular ausfüllen und dann kriegt ihr auch schon eure Telefonnummer aus eurer Region. Nachdem ihr die Nummer gekauft habt, drückt ihr einmal hier unten auf Deine Telefonnummer, das ist eins drunter, und dann wird eure Telefonnummer hier direkt auftauchen. Ihr könnt hier sogar eure eigene Nummer für ausgehende Anrufe verbinden und sogar bestehende Nummern, die ihr vielleicht schon von Twilio oder sonstiges habt, in den SIM-Trunk integrieren. Und ein ganz wichtiges Thema in Deutschland ist natürlich auch der Datenschutz und dafür haben wir hier in den Einstellungen den Punkt Datenaufbewahrung. Da drücken wir einmal drauf und kommen dann hier ganz unten, wenn wir komplett nach unten scrollen, können wir dann hier einmal einstellen, wie lange die Daten auf dem Server gespeichert werden sollen. Nachdem die gelöscht wurden, sind sie auch nicht mehr wiederherstellbar und dann können wir hier zum Beispiel alles auf einen Monat stellen, einmal speichern drücken. So lange möchten wir, dass die Anrufe gespeichert werden und dann werden die auch gelöscht. So, wenn ihr dann wieder hochscrollt, dann könnt ihr einmal hier eure Zeitzone einstellen. Das wäre jetzt in meinem Fall Berlin. Das Datum passt so, aber ich möchte, dass es anders aussieht. So sieht es bei uns aus, das EU-Format. So, jetzt haben wir uns gemeinsam das ganze Dashboard angeschaut und da ist auch schon meine Nummer und damit bauen wir jetzt unseren allerersten Assistenten. Da drücken wir einmal hier oben bei Bild auf Assistenten. Dann kommt ihr genauso wie ich in dieses Fenster und drückt dann hier unten auf Plus erstelle deinen ersten Assistenten oder in Zukunft hier oben Plus neuer Assistent. Da sind wir auch schon in unserem tollen Baukasten. Da haben wir einmal ganz oben den lilanen Knopf. Da könnt ihr euren Assistenten testen. Bei Web Widget könnt ihr euer Web Live Chat testen, was dann quasi unten rechts auf eurer Webseite angezeigt wird. Und dann haben wir hier einmal die Reiter Allgemein, Prompt und Werkzeuge und Postcall und Chat Actions und können hier ganz oben schon mal direkt entscheiden, möchten wir, dass unsere Assistentin anruft oder Anrufe empfängt. Und ich in meinem Fall, ich baue gerne Sekretärinnen für meine Kunden, deshalb drücke ich einmal auf Telefonanrufe empfangen. Dann geben wir unserem Assistenten einfach einen kurzen Namen, ich nenne es jetzt einfach mal Larissa und hier rechts bei Telefonnummer drückt ihr einmal einfach aufs Feld und dann öffnet sich schon die Telefonnummer, die ihr gerade eben gekauft habt. Da ist sie auch schon. So, jetzt scrollen wir ein bisschen runter und dann kommen wir auch schon zum Engine-Typ, das ist mein persönlicher Favorit und hier stellen wir ein, wie unsere KI am Ende klingen soll. Wir haben dann hier ganz links einmal die Pipeline-Generierung. Das ist dann so, dass wenn du ins Telefon sprichst, dann wird deine Sprache zu einem Text generiert und dann mit einem LLM drüber gesprochen und dann kriegst du deine Antwort zurück. Das dauert dann manchmal einen kleinen Moment und dann haben wir hier noch den mittleren Punkt, das ist die Sprache zu Sprache. Das kennen wir aus ChatGPT, wenn man mit den Assistenten live spricht. Das ist genau dasselbe Prozedere, was da angewendet wird. Aber ich persönlich empfehle euch Dualplex. Das benutze ich auch immer für meine Assistenten. Das kombiniert einfach beide. So, nachdem wir das ausgewählt haben, drücken wir einmal auf die Hauptsprache und suchen hier dann jetzt in meinem Fall Deutsch aus. Ihr könnt hier auch eine Sekundärsprache hinzufügen, wenn ihr zum Beispiel möchtet, dass eure KI auf Englisch umschalten kann, falls der Kunde Englisch spricht. Und dann haben wir hier noch den TTS-Anbieter.
Das sind dann quasi eure Language-Modelle, wie eure KI klingt. Das sind dann so Voice-Datenbanken. Da könnt ihr einmal zwischen ElevenLabs, Azure und Cartesia auswählen. Ich persönlich habe meine Lieblingsstimme in ElevenLabs gefunden, deshalb wähle ich jetzt in dem Fall ElevenLabs aus. Aber hier möchte ich euch auch sagen, dass ihr nicht an meine Einstellungen gebunden seid, denn das ist ein Baukasten, ein Spielplatz. Ihr könnt euch hier austoben und einfach mal rumprobieren, denn ihr findet ganz bestimmt eure perfekte Stimme. Wenn ihr dann hier unten links auf AI Voice drückt, könnt ihr dann hier über tausende Stimmen auswählen und suchen. Meine Lieblingsstimme ist die Susi. Die klingt für mich einfach sehr authentisch und hat noch zusätzlich einen österreichischen Dialekt. Und ein Punkt rechts könnt ihr die Hintergrundgeräusche einstellen. Da könnt ihr einmal zwischen Büro, Stadt, Wald und einen besetzten Raum wählen. Büro ist eigentlich immer ganz toll. Ich mache es nur hier immer gerne ein bisschen leiser, so auf 0,25 genau. Zeitzone natürlich wieder Berlin. Dann scrollen wir ein bisschen runter und haben dann hier schon die erweiterte Einstellung. Das ist auch sehr wichtig. Wir haben hier links einmal das Gehirn, was dann quasi erkennt, okay, wann schalte ich auf Pipeline und wann schalte ich auf Sprache. Ja, das würde ich am besten einfach so lassen. Das funktioniert einwandfrei. Und bei Chat LLM Fallback habt ihr ganz viele LLMs. Das ist ein riesen Zungenbrecher, dieses LLM. Ich persönlich benutze immer ganz gern von Anthropic Haiku, weil es in meinem Use Case und in meinen Tests immer am schnellsten funktioniert hat. Und dann haben wir hier ganz rechts noch den Kreativitätsregler. Den würde ich am besten so lassen. Ihr könnt damit eurer KI sagen, ob sie out of the box denken soll, quasi weg von eurem Prompt, oder ob sie sich eher an euren Prompt halten soll. Das würde ich am besten einfach so lassen. So, dann haben wir hier noch den Punkt Unterbrechungen zulassen. Da könnt ihr einmal sagen, okay, in 30 Sekunden soll die KI wieder sagen, hallo, ist noch jemand dran? Und dann haben wir hier die maximale Anrufdauer pro Anruf, damit ihr euch quasi auch einfach Credits sparen könnt. Genauso wie die stille Dauer und die Klingeldauer, aber das ist selbsterklärend. Und dann könnt ihr hier bei dem Re-Engagement Prompt zum Beispiel reinschreiben, hallo, sind Sie noch dran? Das ist dann der Text, den sie sagt, wenn nach den 30 Sekunden Stille nichts passiert. Und dann haben wir hier noch die Geräuschunterdrückung. Das am besten immer anlassen. Das filtert Hintergrundgeräusche wie zum Beispiel laute Musik oder spielende Kinder und sorgt dafür, dass euer Sprachmodell den eingesagten Text des Users besser versteht. Und dann Anruf bei Mailbox beenden. Das ist jetzt für unseren Use Case überhaupt nicht relevant. Aber falls du Outbound-Anrufe tätigst, ist das hier halt sehr wichtig. Und dann könnt ihr hier bei Nachricht bei Mailbox zum Beispiel auch bestimmen, was eure KI sagen soll, wenn die Mailbox rangeht. Sagen wir, ihr akquisiert Kunden mit eurer KI, dann könnt ihr sagen, ja, rufen Sie mich gern zurück. Wir haben hier das und das und das Angebot. Und eins drunter könnt ihr dann hier eure Anrufe aufzeichnen. Das lasse ich jetzt auf an. Aber bedenkt bitte, dass in Deutschland einfach das DSGVO-Thema eine Rolle spielt. Und da ist einfach wichtig, wenn ihr das aktiviert, dann müsst ihr den Kunden am Telefon Bescheid geben, dass ihr diesen Anruf aufzeichnet. Ansonsten verstoßt ihr damit gegen die DSGVO. Eins weiter rechts könnt ihr dann die maximale Anfangsstille aktivieren. Das ist dann alles eigentlich selbsterklärend. Dann ein bisschen runter bei der Synthesizer-Einstellung ist auch sehr interessant. Da kommt es je auf die Stimme an. Die Susi lasse ich dann gerne immer bei 1,0. Da funktioniert die prima. Und hier könnt ihr dann einfach ein bisschen rumspielen. Da müsst ihr einfach Testanrufe machen und es einfach ein bisschen testen, bis die KI so klingt, wie ihr es möchtet, weil da gibt es einfach keine Normwerte. So, jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen. Da müssen wir eigentlich so gut wie gar nichts einstellen. Da würde ich das auf Spracherkennung lassen. Das ist einfach nur die Einstellung, wann erkennt die KI, wann euer User fertig gesprochen hat. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass bei der Spracherkennung das einfach ein bisschen schneller funktioniert. Deswegen einfach so lassen, wie es ist. Genau, nachdem ihr da euren perfekten Assistenten gebaut habt mit der besten Voice, könnt ihr hier einmal Assistent erstellen drücken. So, das hat jetzt erfolgreich funktioniert. Und dann sehen wir, dass wir hier oben neue Buttons bekommen haben. Da haben wir einmal den Test Assistant und einmal mit Assistent sprechen. Und bei Test Assistant könnt ihr euren Assistenten per Chat testen, ohne Tokens zu verbrauchen. Und mit Assistenten sprechen, das wird dann gewertet wie ein normaler Anruf. Aber unser Assistent denkt ja noch gar nicht und weiß überhaupt nicht, was er eigentlich tun soll. Und genau das ändern wir jetzt, indem wir auf Prompt und Werkzeuge gehen. Da drücken wir einfach auf nächster Schritt und in diesem Tab geben wir unserer KI jetzt den Körper und den Geist, damit sie ganz genau weiß, wer sie sein soll. Und da haben wir hier als allererstes die Knowledge Base, das ist die Wissensdatenbank. Und hier könnt ihr zum Beispiel die Webseiten oder die Preislisten eurer Kunden einfügen, damit die KI diese Information während des Anrufs immer rausziehen kann. Und hier könnt ihr eine Webseite und Textdateien einfügen, damit die KI während des Gesprächs einfach eine riesen Quelle an Informationen hat, die sie abrufen kann, um niemals eine falsche Antwort zu geben. Wir haben aber noch keine Knowledge Base erstellt und deswegen gehen wir hier nochmal nach links, scrollen hier runter und wir sehen hier einmal die Wissensdatenbank, da drücken wir einmal drauf und dann seht ihr schon, was hier alles möglich ist.
und wir drücken einmal auf Erstelle deine erste Wissensdatenbank. Ich nenne die Wissensdatenbank jetzt Test und dann drücken wir einmal einfach auf Erstellen. So, wie wir sehen, es ist jetzt erstellt. Dieses gelbe Ausrufezeichen ist erstmal gar kein Problem. Das heißt einfach nur, dass da noch nichts drin ist. Wir drücken da einmal drauf, scrollen komplett nach unten und könnt hier einmal ein neues Dokument hinzufügen. Da öffnet sich auch schon dieses kinderleichte, wunderschöne Fenster. Und dann könnt ihr einmal sagen, ich habe jetzt einfach irgendeine Immobilien-Webseite benutzt. Dann scrollt ihr ein bisschen runter und dann seht ihr URL der Webseite. Dort pastet ihr dann einfach eure URL, die ihr benötigt, rein. Und dann hier auf Links automatisch laden. Sehr, sehr gerne. Das wird dann quasi auch die Unterlinks laden, wie zum Beispiel Dokumentation oder die Preisliste. Daran wird es dann auch denken. So, und hier sehen wir, hier hat es jetzt alle richtig super eingelesen. Und dann drücken wir ganz einfach auf Erstellen. So, und dann taucht es hier unten schon als kleines Feld auf. Jetzt wird es bearbeitet und wir erstellen natürlich noch weitere Dokumente. Und außer der Webseite könnt ihr auch PDF, Text- und Docs-Dokumente hochladen. Ich empfehle euch bei Text auch immer Text zu verwenden, weil das wird am schnellsten gelesen. Und dann einfach eure Textdatei hier reinziehen oder hochladen, Namen geben und erstellen. Und dann taucht es auch hier unten auf. Jetzt sehen wir auch schon, jetzt ist unser Status aktiv. Jetzt können wir zurück zu unserem Assistenten gehen und dort die Knowledge Base auswählen. Ja? Da drücken wir dann bei Prompt und Werkzeuge hier auf die Wissensdatenbank, auf dieses Feld hier. So, da ist es. Drücken wir einmal drauf, ist jetzt aktiv. Und dann drückt ihr hier noch auf Funktionsaufruf, dann wird es hier so blau umrandet. Das heißt, jetzt kann eure KI während des Anrufs aktiv auf die Wissensdatenbank zugreifen. Und eins drunter finden wir schon die eigenen Werkzeuge während des Anrufs. Das überspringen wir jetzt erstmal, das ist für euch bei der Erstellung des ersten Assistenten überhaupt nicht relevant. Zu dem Thema gehen wir tiefer in unsere Community rein. Da kannst du auch gerne beitreten und dich mit anderen Leuten austauschen und vernetzen. Dann haben wir hier die Standardwerkzeuge. Das ist sehr spannend. Da haben wir einmal die Kaltanruf-Weiterleitung. Das ist dann quasi, wenn zum Beispiel der Kunde sagt, ich möchte bitte an den Geschäftsführer weitergeleitet werden, dann kann es hier damit passieren. Da gibt es auch die Warmanruf-Weiterleitung. Das bedeutet, dass dann eine schöne Musik kommt. Das kennt ihr dann alle von der Warteschlange. Dann haben wir hier auch einmal das Anruf-Beenden-Tool. Das ist ganz wichtig. Das drücken wir dann auch gleich mal an. Und dann haben wir hier noch die DTMF-Eingabe. Das ist dann quasi dieses drücken Sie bitte die 1, drücken Sie bitte die 2. Das kennt ihr alle sicherlich. Und dann genauso spannend bei der Tastatureingabe. Da können zum Beispiel Kunden ihre E-Mail auf die Tastatur tippen und die KI erkennt das dann. Ja, auch sehr interessant. Dann habt ihr hier einmal den Punkt Terminvereinbarung. Den klicken wir auch an. Da kann die KI ganz einfach in Kalender buchen von call.com, Calendly oder Go High Level. So, wenn ihr die Kaltanruf-Weiterleitung anklickt, dann müsst ihr hier unten dann die Nummer eingeben, an die weitergeleitet werden soll. Und können dann hier zum Beispiel noch einen Text dazu schreiben. Ich verbinde Sie gerne mit dem Geschäftsführer. Warten Sie bitte eine Sekunde. Und dann haben wir hier noch Anrufvariablen. Die werden dann halt später für eine API-Verbindung wichtig, aber jetzt auch überhaupt erstmal gar kein Thema. Dann haben wir hier einmal den Begrüßungsprompt. Hier könnt ihr reinschreiben, was eure KI als allererstes sagen soll. Und hier könnt ihr sogar auf Anfangsaudio drücken und könnt zum Beispiel bei Seiten wie 11 Labs euch Audios generieren lassen, die dann hier einfügen und dann wird sie immer diese Audio abspielen. Und so könnt ihr eure KI zum Beispiel flüsternd und sympathisch sagen lassen, ja, und Ihr Anruf wird aufgezeichnet. Haben Sie damit ein Problem? Man kann da sehr kreativ werden und auch gerade bei Outbound Calls ist dieses Anfangsaudio einfach ein sehr spannendes Thema, weil ihr da einfach die Emotionen damit kontrollieren könnt, wie die KI in das Gespräch steigt. Ja? So, und jetzt ganz unten angekommen, kommen wir eigentlich schon zum spannendsten und wichtigsten Teil im ganzen Video, denn jetzt geben wir unserem Gehirn einen Körper und eine Seele. Und das passiert alles hier im System-Prompt. Wir haben einmal links den AI Prompt Editor. Hier kannst du kinderleicht deinen Prompt erstellen bzw. deine Regeln und das alles, indem du einfach nur mit einer AI chattest und ihr dort deine Ideen näher bringst. Dafür klicken wir jetzt einfach auf das hellblaue Farmulo KI Editor starten und dann kannst du hier einmal Vorlagen auswählen oder du schreibst es komplett blank aus einem Script Editor. Und wir wählen erstmal eine Vorlage aus, weil wir haben ja einen Immobilienmakler-Assistenten gebaut und das nutzen wir auch. Und da gibt es für jede Nische Grundvorlagen und wir scrollen jetzt ein bisschen runter. Da könnt ihr euch auch einfach mal umsehen, da findet ihr bestimmt was Passendes für eure Nische. Und da haben wir schon Immobilienmakler-Terminerinnerung. Wunderbar, da klicken wir dann einmal drauf und dann öffnet sich schon direkt der Prompt. Und dann haben wir rechts den Prompt. Aber den müssen wir überhaupt nicht anfassen, das ist das Geile, ihr braucht absolut kein Technikwissen und dann könnt ihr hier ganz einfach euch euren Bot erchatten, indem ich zum Beispiel schreibe, ich möchte Anrufe weitergeleitet bekommen, wenn sich Kunden wirklich für diese eine Immobilie interessieren. Ja? Die Möglichkeiten sind da grenzenlos, wir drücken da einmal auf Senden und dann arbeitet der Bot und schickt uns jetzt gleich 2 Lösungsvorschläge, die wir dann mit einem Klick in den Prompt einbauen können, ohne dass wir hier rechts in diesem Konstrukt überhaupt was anfassen müssen.
Super. So, da ist es auch schon. Hier links werden uns dann unsere Veränderungen gezeigt, was ersetzt wird und was neu dazukommt. Und ich akzeptiere das jetzt einfach mal, drücke einfach mal auf alle annehmen. Zack. Und hier seht ihr das dann auch nochmal im Prompt. Wird es euch ganz genau gezeigt, was rausgelöscht wird und was neu eingefügt wird. Und dann könnt ihr einfach durchgehen und hier einen Haken geben und dann wird es einfach ausgetauscht. Ja, so könnt ihr ganz einfach euren perfekten Bot für euer Unternehmen oder für eure Kunden bauen. Und nachdem ihr dann fertig seid, erscheint dann ganz unten hier euer Systemprompt. Bei dem könnt ihr natürlich auch was bearbeiten, denn es ist komplett durchdacht und bewusst wie ein Spielplatz für Kinder gemacht worden, damit ihr einfach direkt damit starten könnt, ohne dass ihr euch tiefgreifendes Technikwissen aneignen müsst. Deshalb startet da durch. Ich freue mich riesig auf eure Ergebnisse. Und auf der letzten Seite, ganz oben die 3, wenn wir dann auf nächster Schritt drücken, kommen wir dann zu den Post-Call und Chat-Actions. Und da hätten wir einmal die Variable nach dem Anruf. Da könnt ihr kurz gesagt eine Zusammenfassung an die Webhook schicken. Aber wenn du jetzt gerade deinen ersten Assistenten erstellt hast, dann ist diese Seite eigentlich komplett uninteressant für dich. Wir haben hier am Ende noch eine ausgehende Webhook, mit der können wir dann auch Dinge triggern oder triggern lassen, damit der Caller zum Beispiel, wenn sich jemand in deinem Kalender einträgt, automatisch den Kunden anruft, dann zum Beispiel den Termin bestätigt und dann noch ein paar Informationen rausholt, wie zum Beispiel, was hätten Sie denn gern für eine Küchenfarbe oder was auch immer. Da gibt es keine Grenzen. Und ganz am Ende haben wir noch eine Einstellung für die Chats, für WhatsApp und Live-Chat. Da könnt ihr zum Beispiel dem Bot sagen, nach wie vielen Minuten er den Chat beenden soll, falls er inaktiv ist. Aber über diese Themen sprechen wir in der Community viel tiefgreifender. Du hast jetzt erstmal deinen Assistenten erstellt und darauf kannst du stolz sein. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen, damit du dich jetzt einfach ein bisschen wohler in Farmolo fühlst. Aber falls du noch Fragen offen hast, kannst du uns gerne in der School Community schreiben. Wir haben da ganz viele Leute, die denselben Weg eingeschlagen haben und vielleicht schon Hürden übersprungen haben, bei denen du gerade stehst. Deshalb mach dir keine Sorgen. Farmolo ist kinderleicht eingerichtet. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen super Start in die KI-Welt. Mach was draus. Wir sehen uns bald wieder.